Hallo Michelle, guten Morgen. Hallo Jana, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du befasst dich doch mit dem Thema Mikroplastik. Ich habe letztens gelesen, dass vor allen Dingen durch Nahrung und Getränke man auch Mikroplastik aufnehmen kann. Weißt du, wie man sowas herausfinden kann? Ja, das kann ich dir gern kurz zeigen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ja, wenn wir herausfinden möchten, ob in einer Probe, zum Beispiel in einer Flasche Weißbier Mikroplastik enthalten ist, dann müssen wir erstmal diese Mikroplastikpartikel vom Rest der Probe befreien. Das kann man zum Beispiel machen mit der Fenton-Reaktion, die verwenden wir bei uns. Da ist dann auch ein bisschen was los im Labor, so wie man das sich vorstellt in einem chemischen Labor. Es blubbert nämlich ganz arg. Und als wir das erste Mal gemacht haben, hat es dann auch zu viel geblubbert und ist ganz heiß geworden und übergeschäumt. Das ist also eine sehr heftige Reaktion, die wir dann angepasst haben, sodass sie also nicht mehr ganz so heftig abläuft und auch nicht mehr überschäumt. Man kann dann noch pflanzliche Bestandteile zum Beispiel mit Enzymen verdauen und diese beiden Schritte, enzymatische Verdauung und Fenton-Reagenz, die wiederholt man oft auch mehrmals, sodass also die Aufbereitung einer Probe durchaus auch mal eine Woche lang dauern kann. Und das, was dann übrig bleibt, passt am Ende auf so einen kleinen, nur einen Quadratzentimeter großen Analysenfilter. Wir tun uns natürlich leichter im Vergleich zum Weißbier mit einer Flasche Wasser. Die kann man einfach direkt auf diesen Analysenfilter filtrieren und dann bleibt übrig so etwas wie das hier, also eine Menge Partikel auf diesem Analysenfilter. Und woher weißt du jetzt genau, welche Partikel auf diesem Filter Mikroplastik sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ist das sogar die alles entscheidende Frage. Ich sehe das nämlich den Partikeln natürlich so erstmal nicht an, ob das Mikroplastik ist oder nicht. Da gibt es verschiedene Verfahren, um genau das herauszufinden. Wir verwenden bei uns die Infrarotspektroskopie. Das kann man sich so vorstellen, dass also der Kunststoffpartikel mit infrarotem Licht angestrahlt wird und dann fangen diese Molekülbindungen an, sich zu bewegen. So in etwa. Und diese Bewegungen, die sehen wir dann in einem Infrarotspektrum. Das hier ist das Spektrum von Polyethylen zum Beispiel. Und jeder Kunststoff hat sein ganz eigenes, einzigartiges Spektrum. Und so können wir dann die Partikel einem Kunststoff zuordnen. Aber bei so vielen Partikeln auf einer Membran dauert es doch ewig lange, bis man dann alle analysiert hat. Ja, das stimmt. Da würden wir, wenn wir das per Hand machen würden, ganz schön lange dran sitzen. Und deswegen haben wir uns Hilfe geholt von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt Random Decision Forest Model, was wir da benutzen. Da gibt man dem Algorithmus erstmal eine Reihe von Trainingsdaten, also Beispiel-Infrarotspektren von verschiedenen Kunststoffen, anhand derer er dann lernt, die verschiedenen Kunststoffe auseinanderzuhalten. Dabei werden solche Entscheidungsbäume aufgebaut. Zum Beispiel ist eine Bande an einer ganz bestimmten Stelle. Wenn ja, dann guckt der Algorithmus vor, ob die Kurvenform einer bestimmten Vorlage folgt und so weiter und kann dann zum Beispiel Polyethylen identifizieren. Und nun heißt es ja Random Decision Forest. Wir haben also nicht nur einen solchen Entscheidungsbaum, sondern wir haben einen ganzen Wald aus Entscheidungsbäumen, die sich alle unterschiedlich aufbauen und dann ihre Meinung dazu abgeben, welcher Kunststoff nun zu diesem Partikel gehört. Und sie fällen dann zusammen eine Mehrheitsentscheidung und sind darin sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig und nehmen uns dann natürlich viel Arbeit ab. Und was habt ihr nun mit dieser Methode bezüglich Mikroplastik in Lebensmitteln herausfinden können? Ja, wir wollten zum Beispiel wissen, ob Mikroplastik beim Kochen, also ganz normal zu Hause, in ein Lebensmittel hineingelangen kann. Dafür hat eine Studentin Apfelmus gekocht mit so vielen Plastikgegenständen, wie sie nur finden konnte in ihrer Küche. Und dann haben wir dieses Apfelmus analysiert und dabei kam heraus, dass im Grunde in diesem Apfelmus kein Mikroplastik enthalten war. Wir haben nur ein paar Polyethylenpartikel darin gefunden. Sie hat allerdings gar keinen Gegenstand aus Polyethylen verwendet. Also es ist leider nicht immer ganz eindeutig herauszufinden, wo denn die Mikroplastikpartikel herkommen. In einem anderen Fall war das aber sehr eindeutig, nämlich bei Kunststoffflaschen. Da war schon bekannt, dass wenn die oft geöffnet und geschlossen werden, dass dann Mikroplastikpartikel entstehen infolge von Abrieb zwischen Flaschendeckel und dem Flaschenhals. Und wir haben uns dann angeschaut, wie ist das, wenn ich jetzt Wasser abfülle in Plastikflaschen oder auch in Glasflaschen. Ähm, Wann kommen denn wirklich die meisten Mikroplastikpartikel da hinein? Und was man dann gesehen hat, ist, dass in dem Wasser als auch in den Flaschen eigentlich kein Mikroplastik drin war. Erst wenn dann die Flaschen ihren Deckel
haben und dieser Deckel aufgemacht wird, um also die Probe aus der Flasche zu entnehmen, dann haben wir hier einen sehr starken Anstieg an Mikroplastikpartikeln, die also auch dem Deckelmaterial entsprochen haben. Das klingt sehr interessant, vielen Dank. Aber es scheint echt nicht so einfach zu sein, einfach so eine Probe auf Mikroplastik zu analysieren. Wie schafft man das dann auch in Zukunft, möglichst verlässliche Daten zu bekommen? Ja, das ist eine sehr große Frage. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man also diesen kompletten Prozess von der Probenahme bis zur Datenauswertung vollständig unter Kontrolle hat. Zum Beispiel auch guckt, ob wir Kontaminationen eintragen während des Ganzen. Und da treffen sich immer wieder Experten aus der ganzen Welt, um genau das festzulegen, also wie man dieses Verfahren am besten gestalten kann, um verlässliche und auch vergleichbare Daten zu finden. Das fließt dann zum Beispiel in DIN-Normen oder ISO-Normen ein, dieses Wissen. Das klingt definitiv vielversprechend. Ja, Michelle, ich danke dir vielmals für dein Interesse. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen alle beantworten. Das auf jeden Fall, das war sehr interessant. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Bis bald.